Hallo Freunde, aus der Geschichte von Genies, deren Fähigkeiten sich in der frühen Kindheit manifestierten, ist eine der interessantesten die Geschichte des mehrfachen Herausforderers im Kampf um den Schachthron des Polen Samuel Rossi. Der Regisseur wurde 1911 in Polen als sechstes Kind der Familie geboren. Seine einzigartigen intellektuellen Fähigkeiten zeigten sich bereits im Alter von 2 Jahren. Ist es ein Wunder, dass er im Alter von 4 Jahren Schach lernte, wie Sie sicher verstehen? Zu dieser Zeit gab es weder Fernsehen noch Internet, deshalb verbrachte der Vater des Jungen gern lange Winterabende damit, mit seinen Freunden Schach zu spielen. Sammy beobachtete das Spiel und zunächst beschränkte sich sein Interesse auf die chaotische Bewegung der Figuren. Eines schönen Tages, als der Junge den falschen Zug seines Vaters bemerkte, griff er in das Spiel ein und rettete den Tag. Der Vater und sein Freund trauten ihren Augen nicht. Einige Monate später spielte der Junge so gut Schach, dass er in der Stadt keinen gleichwertigen Gegner finden konnte. Die Familie zog in die Lotge. Der talentierte Samuel entging der Aufmerksamkeit des bekannten polnischen Großmeisters Gersha Salvini nicht, seitdem begann das Wunderkind, bei den besten Schachgroßmeistern zu trainieren. Er nahm aktiv an städtischen Schachwettbewerben und Meisterschaften teil und debütierte im Alter von 6 Jahren auf der internationalen Bühne. Er hatte die Gelegenheit, an einem Schachturnier teilzunehmen. In Wien waren Samys neue Gegner die weltbesten Großmeister. Sie setzten sich scheinbar wohlwollend hinter das Schachbrett und zweifelten überhaupt nicht an ihrem Sieg, doch schon bald machten sich Gedanken über die Unfähigkeit des kleinen Jungen breit. Bei den älteren Schachspielern eins der Teilnehmer des Turniers begannen Wut und Erstaunen überhand zu nehmen. Als der beste Wiener Schachmeister Wolf gesund und begierig auf die Kopfhaut des jungen Mannes war, deklarierte er den Jungen vor dem Duell mit Preow mit ähnlichen Tricks und Finten. Er will nicht auf mich zukommen, aber er ist auch nicht gegangen. Widmar Ovi unterzog sich einem weiteren Schachtest gegen den slowakischen Großmeister Milan. Er begann das Spiel unvorsichtig, doch nach wenigen Zügen spürte er den enormen Druck des Jungen und nach vielen Stunden erbitterten Kampfes erlitt der 6-jährige Samuel eine Niederlage. Der Junge leistete mehrere Stunden lang hartnäckigen Widerstand. Er war ein mehr als würdiger Gegner, da er die ganze Partie über auf den Knien lag, da er aufgrund seiner geringen Statur noch nicht auf dem Stuhl hinter dem Schachtisch sitzen konnte. Als Samuel verlor, fegte er die Spielsteine vom Brett. Und er legte seinen Kopf auf sie, in der Halle herrschte völlige Stille, der slowenische Meister ging schweigend, aber er freute sich nicht über den Sieg. Er schwor, dass er sich in seinem Leben nie wieder gegen Rychecki ans Schachbrett setzen würde. Im Jahr 1912 beschlossen die Eltern des Jungen, ihren Sohn auf eine Reise durch europäische Hauptstädte zu schicken, um der Welt seine außergewöhnliche Kunst und Fähigkeiten zu zeigen. Die Tour war ein großer Erfolg. Berlin, Wien, Paris, London, in all diesen Städten verfolgten die Zuschauer dieses Wunder mit außerordentlichem Interesse. Als Kind aus Staub siegte es mit erstaunlicher Leichtigkeit über Herren mit grauen Bärten in Simultanspielen Erster. Der öffentliche Auftritt in Europa fand 19 in Berlin statt. 120 Rychecki trat gegen 20 Gegner an, gewann 16 Spiele und zog 4 Unentschieden. Die Ankunft des Jungen in irgendeiner Stadt war Augenzeugen sagten, es sei ein ungewöhnliches Erlebnis gewesen, dem Jungen während des Spiels zuzusehen, begleitet vom Tau einer riesigen Menschenmenge. Das Ankleidespiel dieses Wunderkindes. Das Matrosenoutfit vermittelte den Eindruck dämonischer Macht. Ein erwachsener Onkel für 2 ergab sich mit einem schuldbewussten Lächeln. Die Unmittelbarkeit der Kinder manifestierte sich erst, als der Gegner zur Kapitulation gezwungen wurde und sie zu diesem Zeitpunkt selbst sofort alle Teile zu Boden fegten. Der Junge widmete seine gesamte Freizeit diesem königlichen Spiel, weshalb er nicht einmal eine Schulausbildung erhielt, im Allgemeinen blieb er seinen Altersgenossen deutlich hinterher. Als Samuel 8 Jahre alt war, legte er den allgemeinbildenden Schultest für Kinder ab. Seine Ergebnisse zeigten, dass der Junge den Unterschied zwischen einem Gorilla und einem Löwen nicht kannte. All diese Mängel wurden dadurch ausgeglichen, dass es Rychecki als kleines Kind spielerisch gelang, ein komplexes Rätsel zu lösen. Aufgrund seiner Kombination aus Schachtalent, mangelnder Arglist und Vortäuschung wurde er als Wunderkind bezeichnet. Als Samuel Rychowsk sich an seine Kindheit erinnerte, behauptete er, dass Schach für ihn im 6. Jahr so selbstverständlich geworden sei wie das Atmen. Eine Aktivität, die sie reflexartig ausführen, ohne dass eine bewusste Anstrengung erforderlich ist.
Dank seines frühen internationalen Ruhms entwickelte sich Samuel Reichelskalpsilones Schachtalent in beispielloser Geschwindigkeit. Bereits im Jahr 1912 begab sich der Junge auf eine Weltschachtournee. Einem 9-jährigen Jungen gelang es, dem Publikum in Paris seine Schachfähigkeiten zu zeigen. In London, Wien, AV Berlin. In jeder dieser Städte wurde Samuel zu einem wahren Helden und besiegte seine viel älteren und oft ergrauten Gegner, während das fassungslose Publikum dem Talent des Jungen mit tosendem Applaus applaudierte. Alle rätselten darüber, wie ein so junger Schachspieler die besten Großmeister der Welt während des Schachturniers besiegen konnte. Samuel Raovsk bestritt 23 Partien, von denen 4 unentschieden endeten und alle anderen mit einem überzeugenden Sieg des 8-Jährigen endeten. Als seine Eltern Samuels Erfolge gegen eine Menge erfahrener Schachspieler sahen, wurde ihnen klar, dass sein Talent der Familie viel Geld einbringen könnte. 1912 zog die Familie in die USA, wo die Eltern schon bald eine Schachreise durch das Land organisierten. Rychecki reiste etwa 2 Jahre lang durch nordamerikanische Städte. Er bewies, dass er hinter dem Schachbrett keinen ebenbürtigen Gegner hat. Einst der junge Samuel trat gegen die besten Schachspieler der Militärakademie an und triumphierte im 19. Jahr 20 gespielte Spiele. Darüber hinaus absolvierte Samuel Simultanrollen in Theatern und Einkaufszentren in mehreren Bundesstaaten. Im Jahr 1922 nahm der Junge am Tournament of Champions teil. Dort konkurrierte er mit Großmeister David Janowski. Das Spiel endete mit einem Sieg für Rakow. Die Karriere des Kinderschach-Supertalents erreichte 19.124 ihren Höhepunkt. Damals war die Frage nach Samuels Ausbildung geklärt. Wegen des Schachs lernte er in den 4 Jahren in Amerika nur Englisch und sonst nichts. Der junge Mann entschloss sich, das Etikett eines Wunderkindes loszuwerden und überschritt im Alter von 12 Jahren zum ersten Mal die Schulschwelle. Während seiner Schulzeit spielte Raovsk kaum, er absolvierte nur wenige Schachpartien, und schon bald der Junge im Marineanzug, der Protagonist spektakulärer Schachshows war, geriet fast in Vergessenheit. Allerdings kannten nur wenige den wahren Grund für das Verschwinden des jungen Samuel. Er lernte lesen und schreiben und hatte den Wunsch, sich hinzusetzen. Sie ließ den jungen Samuel jedoch nicht hinter dem Schachbrett zurück. Im Jahr 1910 erfüllte er sich seinen Traum. 27, als er in den Ferien zur Westküstenmeisterschaft der Vereinigten Staaten nach Kalamazoo in der Nähe von Detroit reiste. Rychecki gewann die gesamte Meisterschaft ohne eine einzige Niederlage, es war sein erster Turniererfolg. Obwohl bescheiden, habe ich den Geschmack des Sieges erneut geschmeckt und er schmeckte wirklich süß. Im Jahr 19.129 wurde er selbst an die Universität von Detroit aufgenommen, begann Buchhaltung zu studieren und hier endet seine Ära als Wunderkind. Er selbst wurde 18 Jahre alt, 4 Jahre lang stand Raovsk im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und immer noch im Auge. Er weckte das Interesse der Menschen, sie zeigten mit dem Finger auf ihn und klopften ihm auf die Schulter. Sie stellten ihm Hunderte von Fragen, Wissenschaftler maßen die Ausmaße seines Schädels und analysierten ihn psychoanalytisch. Journalisten führten unzählige Interviews mit ihm, sie stellten ihm immer wieder ein und dasselbe, was er selbst nicht beantworten konnte. Wie ist es möglich, dass er als Kind so gut gespielt hat? Später schrieb Raovsk, dass Schach für mich bereits im Alter von 6 Jahren wie das Atmen eine natürliche Funktion war, die keiner bewussten Anstrengung bedurfte. Die richtigen Schläge kamen von selbst, so wie Luft in die Lunge gelangt. Versuchen Sie, jemandem zu erklären, wie Sie atmen, und Sie werden sofort verstehen, warum es mir so schwer fällt, diese Frage zu beantworten. Und das ist alles für heute, Freunde. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, liken Sie es bitte, kommentieren Sie es und bis bald.